Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch den absoluten Klassiker, die Schwarzwälder Kirschtorte. Heute mal in Herzform, denn ich habe sie ja schon seit langer Zeit hier auf YouTube. Einige kennen das Video vielleicht schon, ich verlinke euch das gerne hier oben. Und natürlich ist die Torte auch auf meinem Blog schon mehrfach vorhanden. Heute möchte ich sie, wie gesagt, in der Herzform, passend zum Valentinstag, zubereiten. Dafür habe ich mir meinen Schokobiskuit am Vortag vorgebacken, in dieser wunderschönen Form mit der Krone. Die kommt im Dreier-Set. Da gibt es dann noch eine mittlere Form und eine kleine Form. Die Formen sind aus fruchtsäurebeständigem Edelstahl. Made in Germany, hier bei mir um die Ecke in Weibstadt. Also das ist wirklich fantastisch. Und da der Valentinstag vor der Tür steht, gibt es im Shop jetzt einen Valentins-Sale mit dem Code SUGARLOVE10 bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment. Also geht hin und gönnt euch zum Valentinstag. Vielleicht habt ihr ja auch jemanden, dem ihr was verschenken wollt. Und diese Torte ist natürlich nicht nur zum Valentinstag geeignet, sondern auch zum Geburtstag, zum Jubiläum, zur Hochzeit und zu vielen anderen schönen Anlässen. Vielleicht auch einfach nur so, weil man Lust drauf hat. Ich habe mir den Biskuit nach meinem Schokobiskuit-Video am Vortag vorgebacken. Das ist ganz gut, dann lässt er sich nämlich hervorragend schneiden am nächsten Tag. Schön gekühlt und schön gefestigt. Wir starten ins Rezept. Aber bevor wir starten, möchte ich noch eins loswerden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die vielen, vielen Genesungswünsche. Vielen Dank. Die haben mir sehr geholfen über eine echt schwierige Zeit. Es ist jetzt halbwegs in Ordnung. Das Ganze muss noch so ein bisschen eingestellt werden. Und dann kann ich auch wieder ganz normal für euch da sein, hoffe ich zumindest. Das ist ein längerer Prozess, dass man diese Dinge so in den Griff kriegt. Aber ich denke, das wird funktionieren. Lasst uns starten. Und das Erste, was wir machen, außer natürlich den Biskuit vorzubacken, ist uns die Kirschen abgießen. Da nehme ich immer ein Glas und gebe mir einfach den Kirschsaft direkt in den Topf. So. Wollt ihr nachher diese Kirschen zur Dekoration benutzen, legt euch natürlich welche auf die Seite. Am besten so ein bisschen auf Küchencreme, damit sie schön abtropfen und dann nicht nachher auf der Sahne rote Flecken hinterlassen. So, das schön abtropfen lassen. Hinzu gebe ich 25 Gramm Speisestärke. Die wird einfach gerade eingerührt. In den kalten Saft ist ganz wichtig, damit es keine Klümpchen gibt, wenn wir das gleich alles schön aufkochen. Hinzu kommt etwas Vanilleextrakt, nicht so viel, einen Teelöffel ungefähr, gerade noch mit unterrühren. Und jetzt gehen wir damit an den Herd und kochen das Ganze gerade kurz auf, dass es schön andickt. Dann können wir auch die Kirschen dann schon unterheben. Unterrühren, aufkochen. Wer mag, kann hier noch etwas Kirschwasser hinzufügen. Und je nachdem, wie viel Alkohol ihr in der Torte wollt, gebt ihr jetzt das Kirschwasser direkt dazu oder eben erst später, dass es dann nicht verkocht. Wenn man es jetzt dazu gibt, verkocht ein Teil, allerdings auch nicht das Ganze, nur 80% ungefähr des Alkohols. Der Rest bleibt immer noch drin, also achtet darauf, wenn ihr wirklich keinen Alkohol drin haben wollt, dann lasst ihn einfach weg. So, und sobald das Ganze so schön aufkocht und schön blubbert, nur noch ungefähr 1 Minute abbinden lassen. Und dann können wir es auch schon vom Herd nehmen. Nicht anbrennen lassen, also immer schön rühren, dass die Stärke einfach schön abbindet. Und zur Weihnachtszeit kann man auch noch ein bisschen Zimt hinzugeben zum Beispiel. Gehört eigentlich klassischerweise in eine Schwarzwälder Kirschtorte nicht rein. Aber als Weihnachts-Schwarzwälder Kirsch wird es erlaubt sein. Also nur ein kleiner Hinweis, falls ihr die Torte zu Weihnachten zubereitet oder in der Herbstsaison, da passt das auch ganz gut. So, wir nehmen uns das runter und heben dann unsere Kirschen dann unter. Das Ganze wird beim Auskühlen natürlich noch etwas dichter, deswegen ist das schon so genau die richtige Konsistenz. Dann können wir unsere abgetropften Kirschen hinzugeben. Natürlich jetzt welche zurückbehalten, wenn ihr sie für die Dekoration benötigt, habe ich ja schon gesagt. Ich nehme Belegkirschen, deswegen kann ich mir das jetzt sparen. Ich mache jetzt einfach alle hinein. Und ich hebe sie vorsichtig unter, und zwar nicht mit einem Schneebesen, sondern natürlich mit einem Spatel, denn ich möchte ja die Kirschen nicht kaputt machen. Und mit dem Schneebesen bleiben sie dann auch im Schneebesen hängen und so weiter. Deswegen nehmt dafür bitte gleich einen Spatel. So. Wunderbar. Oh, schaut euch das mal an. Wie kleine Juwelen in dem wunderschönen Pudding. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Pudding natürlich jetzt noch aromatisieren mit dem Kirschwasser. Ich nehme da übrigens immer, und das wisst ihr vielleicht auch schon aus meinem ersten Video, das Kirschwasser von Omi. Unsere Omi ist jetzt schon im Himmel, aber sie hat uns das Kirschwasser hinterlassen in vielen Flaschen. Es ist selbstgebranntes Kirschwasser und da haben wir noch einige Fläschchen davon. Die sind teilweise über 30 Jahre alt. Also
Da kommt jetzt gleich, wenn es abgekühlt ist, noch ein Schluck mit hinein. Nicht zu viel, denn wir müssen ein bisschen auf unsere Gesundheit achten. Und deswegen möchten wir nicht so viel Alkohol in die Torte nehmen. Aber ein bisschen natürlich muss in eine Schwarzwälder Kirschtorte hinein. Das gerade so ein bisschen beiseite stellen zum Abkühlen, denn jetzt werden wir uns erstmal den Boden schön schneiden. Den am Vortag gebackenen Biskuit aus der wunderschönen Form lösen, vorsichtig. Ich nehme da gerne ein stumpfes Messer oder einen Spatel, damit man sich einfach hier weder die Form verschneidet, noch die Matte, die da drunter hängt. Die kann man eigentlich auch vorher abmachen. Und ich habe den Boden einfach hier auf meiner Backmatte und meinem Backblech gebacken. Also da muss man auch nichts einschlagen oder so mit Backpapier, das ist alles unnötig. So, ich mache mir jetzt erstmal noch die Backmatte ab. Die Backmatte abziehen. Sehr schön. So, jetzt kann man hier nochmal schön locker schneiden, vorsichtig entlang und das Herz aus der Form lösen. Die Form vorsichtig entfernen und schaut euch das mal an, ein wunderschönes Herz ist entstanden. Perfekt. Und dann schneide ich den Boden mit meinem Messer mit den Abstandshaltern. Da habt ihr auch eine Skala, könnt ihr dann ablesen, wie hoch der Boden geworden ist. Gerade so ein bisschen draufdrücken, dann löst sich das. 5 cm. Hier bei 5 cm nehmen wir die Backhaut ab. Das ist so ein ganz leichter Hubbel entstanden. Und den untersten Boden stelle ich jetzt mal auf 1,5 cm ein. Und dann können wir uns gleich hier schon durchschneiden. Das geht super einfach mit diesem Messer. Da wird nichts schief, bleibt auch nichts stecken. So, Nummer 1 ist durchgeschnitten. Wunderschön. Unser erstes Herz ist schon mal fertig. Dann die Nummer 2. Die gehe ich auch auf 1,5. Dann sollte es eigentlich gut hinkommen. Perfekt. Also wirklich ein Hammer-Biskuit. Schaut euch unbedingt das Biskuit-Video dazu an. Dann haben wir noch diese Seite. Wenn die jetzt ganz gerade wäre, könnte man sie eigentlich als Boden nehmen. Ist aber ein bisschen hubbelig, deswegen werde ich jetzt hier ein bisschen was abnehmen. Gucken mal, auch auf 1,5 nehme ich etwas ab, sonst haben wir auch so arg viel. Manchmal muss man noch so mal ein bisschen rausgehen, wenn er irgendwie bockig ist an einer bestimmten Stelle. So, dass man wirklich gerade durchkommt. Über die Backhaut freuen sich immer meine Kinder, die vernaschen die dann immer einfach schon. 3 fantastische Biskuitböden sind entstanden. Ihr seht, wie luftig und locker der Biskuit ist. Und wir können die Torte dann auch schon anfangen zu füllen. Mein erster Boden ist auf meiner Tortenpappe. Darunter habe ich das Sugar Princess Cake Board und darunter meine Drehplatte. Dann lässt sich das Ganze immer einfacher füllen. Hier kommt jetzt noch eine Tortenrandfolie drum gebastelt. Ich brauche jetzt bloß hier eine, die auch wirklich um das Herz rum passt. Ich habe schon einige für meine normalen Torten mir zurechtgeschnitten. Die verwende ich dann auch immer wieder. Aber diese hier, die muss jetzt etwas länger sein wegen der Herzform. So ungefähr. Dann können wir die hier abschneiden. Nicht zu kurz abschneiden, sonst ärgert man sich nachher. So. So, jetzt können wir hier den Herzrahmen drum kriegen. Drum basteln. Es ist so ein bisschen gefriemelt, aber das ist normal. Regt euch da nicht auf. Da braucht man etwas Geduld, bis die Folie drum ist. Da lässt sich nachher dann alles viel einfacher dann lösen. Wer es nicht alleine schafft, sucht sich einen Menschen zum Helfen. Dafür ist schließlich der Valentinstag da, dass man sich gegenseitig hilft und liebt. So, es dauert immer so ein bisschen. Gönnt euch da ein bisschen Zeit, bis das klappt. Hier kann man noch ein kleines Kleberchen oben dran machen, dass es nicht absteht. Kleberchen noch dran friemeln. Und dann können wir unseren Boden schon tränken. So, meine Lieben, jetzt kommt hier das absolute Hammer-Kirschwasser. Kirschschnaps von 2004, 8.11.2004, 40%. Das ist die Schrift unserer lieben Omi. Gott hab sie selig, sie ist bereits im Jenseits. Und sie hat uns aber diese wunderbaren Fläschchen mit selbstgebrannten Kirschschnaps, steht hier drauf, also Kirschwasser, hinterlassen. Da haben wir noch einige von im Keller stehen und die werden jetzt bei kostbaren Anlässen immer ganz liebevoll verwendet. Davon gebe ich ihm jetzt einen Esslöffel erstmal hier
in mein Schälchen. So, stellen wir das mal gerade hier drauf, dass ihr es auch seht. Einen Esslöffel von dem kostbaren Wässerchen. Und dann kann ich ja gucken, wie viel ich benötige. Und wer kein Kirschwasser verwenden will, der kann es auch getrost weglassen. Entweder ganz weglassen oder mit Kirschsaft ersetzen. Aber so ein bisschen tränken will ich schon, bevor ich den Kirschkompott hier drauf gebe. Auf den untersten Boden. Und das duftet wahnsinnig lecker. Nicht zu viel, so einfach ein Hauch, dass es danach schmeckt. Aber wir wollen ja nicht betrunken werden, sondern einfach diesen wundervollen Geschmack haben. So, der Kompott ist inzwischen so einigermaßen abgekühlt. Gerne könnt ihr auch hier noch einen Schluck Kirschwasser hinzufügen, wenn ihr das wollt. Ist nicht verkehrt, ich mache das jetzt nicht. Einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber macht es einfach gerne. Und der kommt jetzt hier auf den ersten Boden und zwar mit 1 cm Abstand zum Rand. Es hat einfach den Sinn, dass nachher unsere Sahne dann die Kirschen schön verdecken kann und die Kirschen nicht nach außen durchdrücken. Eieiei, ein wunderschönes Kirschenherz. Und der Kompott ist auch nicht zu dick, genau richtig für meinen Geschmack. Es muss ja auch richtig schön lecker sein. Ein bisschen was lasse ich mir vielleicht sogar noch übrig, dass ich auf dem mittleren Boden noch einfach so eine Schicht von diesem Saft geben kann. Mit der Streichhilfe das Ganze jetzt noch so ein bisschen in Form streichen. Wie gesagt, ein bisschen Rand lassen ganz gerne. Also nochmal so ein Innenherz machen. Dann kann man die Streichhilfe dann auch mal so rum benutzen. Sozusagen als Hilfe in anderer Richtung. Schaut euch das mal an. Sehr praktisch. Jawohl. Und da seht ihr, wir haben hier ein schönes Innenherz geschaffen. Das gerade zum Auskühlen beiseite stellen und in der Zeit kümmern wir uns um die Schlagsahne. Denn bevor natürlich die Schlagsahne hier auf die Füllung darf, muss diese ganz ausgekühlt sein. Also gerade kalt stellen. Für eine Schwarzwälder Kirschtorte benötigen wir natürlich viel Sahne. Ich schlage mir die immer in 2 Portionen auf. Einmal 500 und nochmals 500. Das geht dann einfacher. Ihr könnt es auch gerne in der Küchenmaschine in einem machen. Die Sahne sollte schön gekühlt sein, besonders im Sommer. Das Gefäß sollte auch kalt sein, dann lässt sie sich auch perfekt aufschlagen. Ich füge dann noch Sahnefest hinzu, 2 Päckchen pro 500 Gramm und etwas Zucker nach Belieben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr etwas Vanilleextrakt hinzufügen. Müsst ihr aber nicht, dann wird die Sahne halt so ein bisschen schön gepünktet. Ich mische mir dann das Sahnefest immer so ein bisschen mit dem Zucker. Ich nehme gern 1 bis 2 bis 3 Esslöffel maximal an Zucker. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Gerne auch schon so ein bisschen vermischen, bevor man es reingibt. Und dann die Sahne schlagen. Erst anschlagen etwas, dann hochschalten erst. Dann spritzt es auch nicht so. Und eben während des Schlagens dann unsere 2 Tütchen Sahnefest mit etwas Zucker nach Belieben hinzurieseln lassen. Und natürlich kann auch in die Sahne etwas Kirschwasser, wer möchte. So vor dem Festschlagen einfach noch gern mal abschmecken, ob es euch süß genug ist. Mal probieren. Wunderbar. Ich finde es ja immer gut, wenn Sahne nicht ganz so süß ist. So ist sie für mich perfekt. Nicht so viel Zucker, aber ich gebe natürlich noch etwas Vanille hinzu. Wenn ihr die Sahne gern weiß hättet, ganz weiß, dann lasst es bitte weg. Denn jetzt kommen ja noch die schönen schwarzen Vanillepünktchen dazu. Oder ansonsten könnt ihr auch Vanillinzucker dann verwenden, dann bleibt die Sahne schön weiß. Ach ja, und vergessen, einen Hauch von Omis Kirschwasser muss natürlich noch dazu. Das ist ja klar. Ich gebe jetzt mal einfach so ein ganz bisschen was, nur ein Hauch. Einfach für den Geschmack. So, ganz festschlagen. So, die Sahne so festschlagen, bis ein Messerschnitt oder ein Schnitt von den Rührern hier sichtbar bleibt. Dann nicht weiter schlagen, sonst habt ihr nachher Butter. Das wollt ihr ja auch nicht. Ihr wollt ja keine Butter in die Torte machen.
Also Kirschwasser könnte schon etwas noch mehr rein, aber wir lassen es jetzt mal so dabei. Ihr könnt das ja zu Hause dann einfach angleichen. Ja, in eine klassische gehören einfach bis zu 200 Milliliter Kirschwasser. Ich will es aber jetzt nicht übertreiben. Und jetzt können wir uns die Torte füllen. Mein Kirschkompott ist schön abgekühlt. Ich hatte ihn ein bisschen draußen auf dem Balkon stehen. Es ist jetzt gerade kalt und da passt das ganz gut. Und jetzt gebe ich noch etwas von der Sahne hier über die Kirschen für die erste Schicht, die eben aus dem Kirschkompott und der Sahne besteht. Kann ruhig schon so ein bisschen verteilt drauf gegeben werden, dass wir nachher nicht so schwer haben, das Ganze zu verstreichen. Ja, und unten am Gefäß ist oft die Sahne dann noch nicht richtig fest. Da kann man dann noch mal aufschlagen. Mit der Streichhilfe schön verstreichen über den Kirschen. Und jetzt wirklich auch in diesen Rand hineinstreichen. Ha, einfach toll. Allein die Farbkombination ist schon wirklich auch das Zubereiten wert. Es macht richtig Spaß. Und mein ältester Sohn ist der absolute Kirschtorten-Fan, Schwarzwälder Kirschtorten-Fan. Der liebt die einfach abgöttisch. Für den müsste es eigentlich immer eine Schwarzwälder sein. Schön hier zum Rand hinstreichen, dass wir hier diese Lücke eben schön weiß haben. Und dass die Kirschen eben gerade so bedeckt sind. Je gerader ihr jetzt diese Schichten hinbekommt, desto schöner ist natürlich eure Torte dann nachher im Anschnitt. Wunderbar. Unsere erste Schicht ist fertig. Wir können uns den mittleren Boden auf diese Schicht geben und sanft andrücken. Sehr schön. Diesen mittleren Boden natürlich auch noch mal wieder schön tränken. Mit Kirschwasser, mit Kirschsaft, wenn ihr die Torte alkoholfrei zubereiten wollt. Aber die Original Schwarzwälder ist natürlich eine Torte mit viel Kirschwasser. Bei uns kommt jetzt nicht so viel rein, nur so ein paar Tröpfchen für den Geschmack, für den Hauch. So, hier gebe ich jetzt noch ein ganz klein wenig von dem Kirsch drauf. Kann auch noch ein bisschen mehr sein, könnte auch mehr noch abnehmen. Hier wäre auch eine Kirschmarmelade natürlich das Richtige, wer noch ein bisschen Süße in die Torte haben will und sie doch ein bisschen abwandeln will. Und ihr seht, ich komme jetzt gar nicht so gut rein mit der Palette. Das liegt einfach daran, dass es nicht die Streichhilfe ist. Die ist nämlich jetzt für die Sahne reserviert. Ich brauche mal eine zweite. Da muss ich nicht zwischendurch spülen. Einfach hier noch so eine schöne Schicht Kirschkompott oder Kirschpudding sozusagen reinstreichen. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Deswegen empfehle ich euch wirklich die Streichhilfe. Für alle Arbeiten in schmaleren Torten oder in Torten mit irgendeiner besonderen Form. Es ist dann viel einfacher. Jetzt kommt hier der Rest der Sahne drauf und dann der letzte Boden. Die habe ich mir noch mal richtig schön steif aufgeschlagen. So, meine Streichhilfe. Jetzt geht es wieder einfacher. Schön alles verstreichen. Man kommt super rein, man eckt nicht an. Einfach perfekt. Eine schöne Sahneschicht, die darf jetzt schon richtig schön dick sein. Dann kommt der oberste Boden und dann kommt nochmal sozusagen die oberste Sahneschicht. Aber die machen wir dann, während wir die Torte sozusagen final dekorieren. Dann ist es insgesamt einfacher und auch irgendwie stressfreier, finde ich. So glatt wie möglich. Desto schöner wird nachher euer Anschnitt. Das muss euch klar sein. Nehmt euch wirklich Zeit für so eine Torte. Auch wenn sie im Prinzip einfach gemacht ist. Dennoch kann man viel falsch machen, tatsächlich. Und deswegen, je mehr Geduld und Zeit ihr mitbringt, desto weniger Fehler werden euch unterlaufen. Wunderschön. Unser Herz ist gefüllt. Sehr, sehr schön. Jetzt lege ich hier meinen dritten Boden oben auf. Und ihr seht hier, da brauchen wir schon, also diese Folie ist schon wichtig, damit wir einfach nicht hier oben rausgucken jetzt. Denn ihr seht, das ist jetzt das Ende. Und wir brauchen ja nochmal Sahne hier oben drauf. Vorsichtig andrücken. Sehr schön. Da ich hier noch einen ganz kleinen Hauch habe von Omis Kirschwasser, kommt er jetzt noch hier oben drauf. Das ist aber fast nichts mehr. Da werde ich mir vielleicht nach der Kühlzeit dann noch etwas abfüllen und nochmal tränken. Aber nichts verschwenden hier von dem kostbaren Wasser.
So. Und so darf die Torte bei mir nun etwas kühlen. Ihr dürft sie gerne auch über Nacht kühlen, überhaupt kein Problem. Und am nächsten Tag dann fertig ausdekorieren. Oder einfach jetzt so mindestens eine Stunde einfach mal reinstellen, damit sie sich ein bisschen festigen kann. Dann können wir hier alles abnehmen und sie final dekorieren. Ich hatte jetzt meine Torte über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einem Tortenretter, dass sie keine Gerüche annimmt. Und jetzt werde ich mir die Dekorsahne steif schlagen. Ich nehme da auch wieder 500 Gramm. Die Sahne sollte wie immer gut gekühlt sein, das Gefäß gut gekühlt. Und dann schlage ich sie immer gerne zum Dekorieren nicht so ganz fest und später dann für die Rosetten etwas fester noch auf. Meine Sahne war jetzt so kalt, dass sie schon hinten gefroren war. Es ist auch eine Bio-Sahne, deswegen sieht sie so ein bisschen stückig aus. Ja, und wie immer schlage ich die Sahne erst an und lasse dann noch etwas Sahne fest, 2 Tütchen und etwas Zucker hinzurieseln. Das einfach ganz nach Belieben machen. Gerne auch noch Vanilleextrakt. Da schaut ihr einfach, wie ihr eure Sahne haben möchtet. Und natürlich gerne auch noch etwas Kirschwasser zum Schluss. Kann man aber auch weglassen natürlich. So, sie ist jetzt noch nicht ganz steif, deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt, jetzt das Weitere noch hinzuzugeben. Ein bisschen Vanilleextrakt, ungefähr einen Teelöffel. Sehr lecker. Ja, wer möchte, natürlich noch etwas Kirschwasser. Und ja, ich gebe auch noch etwas dazu, einen kleinen Hauch. Einen halben Esslöffel oder ja, also Pi mal Daumen so ungefähr. Das noch mit reinrühren. So, und dann noch nicht zu fest schlagen fürs Eindecken der Torte, denn dann lässt sie sich einfach leichter eindecken und später für die Rosetten können wir dann noch mal weiter aufschlagen. So, hier ist nun unser Törtchen, schön gekühlt. Krümel abfegen, das machen wir gleich auch noch mal. Die wollen wir natürlich nämlich nicht in der Sahne haben nachher. Je weniger Krümel wir haben, desto besser. So. Und jetzt haben wir ja unsere Tortenrandfolie und das ist wunderbar. Dann können wir jetzt einfach hier den Tortenring schön hochziehen. Das Kleberchen abmachen natürlich. Und dann können wir unsere Folie auch schon abnehmen. Gerade hier noch die Krümelchen ein bisschen abfegen, die jetzt entstanden sind. Und dann können wir schon eindecken. Und zwar mit einer ersten Krümelkruste, die uns dann einfach die Krümel auch schön bindet. Eine erste dünne Schicht sozusagen. Hier haben wir jetzt eine erste Krümelkruste schon mal drum. Dann brauchen wir natürlich auch noch eine Schicht hier oben drauf. Natürlich hier oben auch noch tränken den Boden. Das habe ich jetzt natürlich gerade mal vergessen. Der sollte auch noch schön nach Kirschwasser duften. Es muss nicht zu viel sein, wie gesagt. Aber so ein bisschen Kirschwasser darf schon rein. Und vor allem das Leckere von Omi. Selbst gebrannt. Vor vielen, vielen Jahren. Jetzt kann es weitergehen mit der Oberseite. Und ihr seht, die Sahne ist jetzt nicht ganz steif und es ist eigentlich besser zum Verstreichen, auf jeden Fall. So, auch hier oben natürlich erstmal eine erste Schicht, um die Krümel zu binden. Kann man dann an den Seiten dann runterstreichen. So, die erste Schicht ist schon mal drauf. Wenn ihr jetzt Zeit habt, könnt ihr gerne die Torte noch mal kurz in den Kühlschrank stellen, dass diese Schicht anziehen kann und dass wir dann unsere zweite Schicht in Ruhe draufbringen können. Dann die zweite Schicht, die darf etwas dicker sein. Und macht euch da nicht zu viel Kopf. Es kommt ja auch noch unsere Randdekoration hinzu und auch obenrum müssen wir uns nicht so anstrengen, weil ja noch die Zartbitterraspel an und auf die Torte kommen. Das muss ja bei einer Schwarzwälder auch unbedingt sein. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn das jetzt hier nicht super perfekt aussieht am Ende. So, einmal ringsrum und einmal noch oben eine kleine Schicht. Jetzt mit der Teigkarte abziehen. Die Teigkarte im 45 Grad Winkel ungefähr ansetzen und vorsichtig entlang fahren. Zwischendurch natürlich abstreichen. Und jetzt auch nicht zu arg drücken. Wir wollen ja auch die Sahne nicht wieder runterholen. Wir wollen jetzt nur glätten.
Das kann man so 2-3 Mal vorsichtig machen, bis es alles gut aussieht. Ist natürlich bei einer Herzform nicht ganz so einfach wie bei einer runden Torte. So, das reicht mir jetzt für die Seiten erstmal, denn da kommt ja schließlich noch unser Zartbitterdekor dran. Und jetzt natürlich noch oben lang gehen. Jetzt können wir die Torte mit der Raspelschokolade eindecken am Rand und in der Mitte vielleicht noch ein kleineres Herz. Wir haben ja auch bei den Herzformen noch 2 weitere Formen. Die können wir uns dann aufsetzen und einfach reinfüllen. Ist also dann einfach. So, wir können natürlich dieses mittlere Herz nehmen. Dann bleibt uns nicht allzu viel Platz außen. Wenn ihr sehr viel Schokolade oben drauf haben wollt, wenn ihr nur die Mitte mit Schokolade haben wollt, so wie ich, dann setzt ihr jetzt das mittlere Herz auf. Natürlich möglichst mittig. Schauen, dass man genau die Mitte trifft. Das kann erstmal da sitzen bleiben auf die Teigkarte. Und jetzt machen wir erstmal das Herz in der Mitte, damit wir das schon mal haben. Dann haben wir nämlich schon mal die für die Mitte zurückbehalten. Die brauchen wir ja auf jeden Fall. So, und dann können wir den Rand noch machen. Wie immer auf die Teigkarte geben und leicht andrücken. Dann fällt immer so ein bisschen was runter, das macht nichts. Die Reste einfach noch mit dem Backpinsel abfegen und nochmal schauen, wo sind noch Löcher und die Torte fertig mit Schokoraspeln eindecken. So, sieht gut aus. Jetzt natürlich unser Herz abmachen, vorsichtig. Ich habe jetzt ungefähr 100 Gramm Späne benutzt. Wunderschön geworden. Spritzbeutel, ich nehme da natürlich den meinigen aus dem Shop, den wiederverwendbaren. Der ist wirklich, den kauft man einmal und dann hat man ihn Jahrzehnte. Also ich habe meinen jetzt schon wirklich ewig. Die 1M dran basteln, passt eigentlich am besten zur Schwarzwälder. Und die Sahne in den Spritzbeutel füllen. Es geht am besten über einem Glas oder eben über der Hand, die so ein bisschen wie ein Glas geöffnet ist. Ruhig den ganzen Rest jetzt verwenden. Den Beutel zumachen. Spitze sitzt. Sehr schön. Bisschen Druck geben und da kommt schon unsere Sahne. Hervorragend, dann können wir jetzt auch loslegen. Man muss jetzt natürlich gucken, wie man es am gleichmäßigsten verteilt. Ich gehe mal hier unten auf die erste. Dann gegenüber. Hier gegenüberliegend und dann die dazwischenliegenden. Sehr schön. Und die letzte. Sehr schön. Wir haben auch noch genug Sahne übrig, also ein bisschen weniger hätte es sein können. Allerdings spritze ich gerne immer unten um die Torten noch einen Rand, deswegen brauche ich das auch noch. Das machen wir jetzt noch kurz zusammen. Fast nichts mehr übrig, so soll das sein. So, meine Lieben, wunderschön sieht die Torte schon aus. Ich nehme wie immer meine geliebten Baileys-Kirschen. Ich mag diese Kirschen so gerne, die sind so lecker. Fangen wir mal hier an. Vorsichtig reindrücken. Und die letzte Kirsche, wie kleine Juwelen. Ich finde es immer einfach den Wahnsinn. So schön. Jetzt ist unsere Torte im Grunde genommen fertig. Das Einzige, was ich noch machen werde, ist kleine Herzen aufsetzen tatsächlich. Denn es ist ja eine Valentinstagstorte. Ich habe hier diese Backdekor-Herzen aus feiner Zartbitterschokolade. Und die passen, finde ich, super zur Schwarzwälder, weil die einfach genau die Farben haben auch. So, und da sind eben diese kleinen, wunderschönen Herzchen mit drin. Schaut euch das mal an. Sind die nicht toll? Ich finde, die passen genau zu der Torte. Ja, und die kommen jetzt bei mir auf jede Rosette noch mit drauf. Super süß sieht's aus, finde ich. Und das letzte Herz in die Mitte. Und so ist unsere Schwarzwälder Kirschherztorte nun fertig und wir können sie probieren. Ich rate euch zu Hause, sie noch mal eine halbe bis eine Stunde vor dem Anschneiden kalt zu stellen.
Ich werde versuchen, das jetzt auch noch zu machen. Ich räume hier einfach erst die Küche so ein bisschen auf und dann werden wir gemeinsam dieses wunderschöne Stück einmal probieren. Der Tisch ist gedeckt. Ich gieße mir einen Kaffee ein. Ja, es ist ja fast ein bisschen schade zum Anschneiden, muss ich wirklich sagen. Aber es muss sein. Ein schönes Stückchen. Ich nehme mal hier eins aus der Seite. Und da kommt unsere Schwarzwälder Kirschtorte aus dem Herz. Einfach der absolute Wahnsinn. Super schönes Stückchen. So, meine Lieben, jetzt werde ich für euch probieren. Ich weiß natürlich, wie sie schmeckt und freue mich jetzt schon drauf. Endlich wieder eine schöne Schwarzwälder und dann auch noch in Herzform. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also lasst uns dieses wunderschöne Stückchen vernaschen. Einfach der Wahnsinn. Traumhaft lecker. Nicht zu süß, schmeckt ganz, ganz zart nach dem fluffigen Biskuit. Diese ganz zarte Sahne mit dem Kirschwasser von Omi und dann natürlich die fruchtige Einlage. Also das ist wirklich eine wunderbare Hammertorte. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das ist wirklich absolut. Das war meine Schwarzwälder Kirschtorte als Herztorte. Eine wunderschöne Version für den Valentinstag, für Muttertag, Vatertag, für ein Jubiläum, für einen Hochzeitstag. Also da gibt es wirklich zahlreiche Anlässe, wo diese Torte einfach wunderschön passt. Ich freue mich schon auf eure Fotos, eurer Werke. Schickt diese mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort einfach mehr anklicken, dann öffnet sich diese und da findet ihr dann auch den Link zum Rezept. Ihr findet auch den Link zum Shop, wo es ja noch die Aktion gibt. Mit dem Code SUGARLOVE10 bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment, noch bis 15.02. Da gönnt euch einfach was Schönes, Neues für eure Backstube. Umso mehr Spaß macht dann auch das Backen und umso perfekter werden eure Torten. Ja, dann sage ich jetzt bis nächste Woche am Sonntag, 10 Uhr, gibt es wieder eine neue Premiere, ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!